das jetzt hier vor sich hin brutzelt, schneiden wir schon mal die anderen Sachen. Noch ein Tipp am Rande, wenn ihr so einen Gaskocher habt. Ja, in diesem Video geht es heute also ums Essen, weil wenn wir unterwegs auf Tour sind, müssen wir ja was essen, ohne Mampf kein Kampf. Und da schauen wir mal, was wir da so für Möglichkeiten haben. Natürlich das erste, was da einfällt, ist am Autobahnrasthof anhalten und essen gehen. Ja, bei den Monopolpreisen von Tank und Rast ist das erstens nicht empfehlenswert, vor allem wenn man noch die Spesensätze von 1990 hat. Ne? Und also Thema Spesen, da mache ich einen separaten Video dazu, aber die Spesen sind heute noch dieselbe, die man vom Finanzamt bekommt, besser gesagt nicht vom Finanzamt bekommt, sondern die das Finanzamt genehmigt bei der Steuererklärung, sind immer noch das gleiche wie vor 30, 35 Jahren, als ich angefangen habe an die 90er Jahre. Ne? Und damit kann man natürlich zu den heutigen Preisen nirgendwo mehr essen gehen. Ja, die zweite Alternative wäre dann abseits der Autobahn Imbissbuden. Ne? Früher gab es einmal auf der Autobahn Imbissbuden, aber seit wir natürlich dieses Monopol von Tank und Rast haben, ist da nichts mehr übrig von Imbissbuden. Aber früher im Osten war das, da hat man das Gefühl gehabt, jeder DDR-Bürger besitzt eine eigene Imbissbude. Ne? Überall, wo du hingefahren bist, gab es Imbissbuden. Hier rechts war auch mal eine. Und leider gibt es die nicht mehr, weil bei vielen konnte man richtig gut essen und auch günstig. Und die Leute waren in Ordnung, man konnte ein bisschen tratschen nebenbei noch. Ne? Also die Zeit fehlt mir dann schon. Und ein paar davon sind noch übrig. Da muss man dann aber schon suchen, um die zu finden. Und ich erinnere mich an einen Kollegen aus meiner Anfangszeit. Als neuer Fahrer musste ich ja erst einmal, das war früher so üblich, ein paar Monate mit erfahrenen Kollegen als Beifahrer mitfahren. Und ein Kollege war da dabei, der kannte von Hamburg bis München jeden Imbiss und jede Betriebskantine 10 Kilometer neben der Autobahn, wo man günstig essen konnte. Ne? Ja, und da sind wir jetzt beim nächsten Thema. Auch Betriebskantinen gibt es kaum noch. Meistens stehen nur noch irgendwelche Automaten rum, die mehr oder weniger lieblos befüllt sind. Ne? Ich war da mal in einer Betriebskantine drin, da waren von 10 Fächern 8 mit Schokolade belegt. Ne? Da habe ich gefragt, was ist denn das, was soll denn das, gibt es da kein vernünftiges Essen? Dann hat der Arbeiter zu mir gesagt, ja, der Automatenaufsteller ist der Meinung, wir essen alle so gerne Schokolade, deshalb tut er nur Schokolade rein. Aber was sollst du machen, wenn du nachts um 3 die Schicht hast und du hast Hunger und es ist nichts da außer Schokolade, dann isst du halt Schokolade. Und weil wir dann Schokolade essen, tut ja immer mehr Schokolade rein. Ne? Ja, und es ist natürlich für den Automatenaufsteller auch einfach, solche Sachen da reinzutun, die man nicht frisch machen muss, weil belegte Brötchen, die muss man ja jeden Tag frisch machen, sonst werden die schlecht, auch wenn sie im Kühlautomaten sind. Und bei belegte Brötchen, das ist auch nochmal so ein Aufregerthema für mich, an Tankstellen und an Autobahnrasthöfen, wo man dann 5 € für ein belegtes Brötchen bezahlt, wo eine hauchdünne Scheibe Wurst drauf ist und eine durchsichtige Scheibe Gurke. Ne? Also dafür lege ich keine 5 € hin und ich unterstütze auch diese Tank- und Rastabzocke nicht. Deshalb koche ich prinzipiell selbst. Gut. Ich muss noch einschränken, es gibt tatsächlich auch Raststätten, wo man gut essen kann, wo es auch preislich passt, aber das ist nicht auf der Autobahn, sondern immer irgendwo abseits. Und ich bin ja viel in fremde Länder gefahren und da hat mir mal ein Kollege gesagt, wenn du da, also egal in welchem Land du bist, wenn du an der Landstraße entlang fährst, da sind ja Imbissbuden und Kneipen,
Restaurants. Und da guckst du immer hin, wo auf dem Parkplatz davor LKWs mit einheimischen Kennzeichen stehen, weil da kann man dann gut essen, wo die alle hinfahren. Und wenn die da nicht hinfahren, wenn da der Parkplatz leer ist, dann brauchst du da nicht hin, weil die wissen das am besten, die Einheimischen. Ja, das mache ich ja heute noch so, wenn ich unterwegs bin, weil man hat ja nicht immer die Zeit selbst zu kochen. Man geht da mal aus, ne? Und wenn es gut ist und wenn es günstig ist, ist es ja okay, auswärts essen. Ja, und wenn man allerdings unterwegs ist und man steht jetzt an der Grenze, 10 Kilometer Stau an der Grenze, na, die sind zum Glück innerhalb der EU weniger geworden, die Grenzen, aber es gibt sie noch überall, wenn man jetzt Richtung Süden fährt oder Osten. Na. Und da stehst du also, da ist kein Imbiss, da ist kein Restaurant, da ist gar nichts. Für den Fall hat man natürlich die üblichen Konserven im Palettenkasten dabei, weil ohne Konserven, das ist also die Notration. Kein Fernfahrer fährt raus, ohne einen halben Palettenkasten voll mit Konservendosen zu haben, weil das ist überlebenswichtig. Wenn man gar nichts anderes findet, macht man sich halt irgendeine Konserve warm. Ne? Aber mehr Spaß macht natürlich selbst kochen. Und da gibt es auch viele Kollegen, die im Palettenkasten noch eine richtige Wohnmobilküche eingebaut haben. Das haben wir jetzt hier natürlich nicht, weil ich fahre jetzt hier mit dem kleinen Truck auf Kurierdienst nur unterwegs. Aber ein bisschen was unterwegs dabei habe ich auch. Zum Beispiel eine Kühlbox habe ich immer mit. Da habe ich schon ein extra Video gemacht über die Kühlbox, verlinke ich in der Beschreibung. Und einen Gaskocher habe ich auch immer dabei, einen kleinen. Und da kann man sich auch ein bisschen was draus machen, wenn man unterwegs ein bisschen Zeit hat. Und gerade mal, wenn man über Nacht wo stehen muss und man hat Feierabend, da hat man ja Zeit. Ja, und da gehen wir jetzt rein. Das schauen wir uns jetzt an. Und jetzt kommen wir zum Kochen. Ich habe jetzt ein bisschen was vorbereitet. Da sind Kartoffel und Zwiebel schon fertig geschnitten. Und hier kommen nochmal diese Zwiebel dazu. Dann sind hier noch Eier dabei und Paprika. Natürlich brauchen wir auch Öl und Pfanne und der Kocher. Das jetzt hier vor sich hin brutzelt, schneiden wir schon mal die anderen Sachen. Ich habe jetzt nur eine von diesen Lauchzwiebeln genommen, das reicht, und das Stück Paprika hier mit dabei. Die Paprika gebe ich schon mal jetzt mit dazu. Ist natürlich gut, wenn man einen Beifahrer dabei hat, der hier immer fleißig umrührt, damit es nicht anbrennt. So. Und hier haben wir Shrimps, die habe ich jetzt aus Polen gekauft. Die sind schon mit Öl und Gewürzsoße dabei. Früher habe ich also mal auch gern diese in Deutschland gekauft, die nur im Wasser liegen. Und da habe ich dann das Wasser rausgemacht und durch Bordeaux ersetzt. Und dann habe ich sie ein bisschen im Bordeaux schwimmen lassen und dann erst in die Pfanne. Das war sehr gut. Ja, Gewürzen natürlich auch nicht vergessen. Da haben wir noch mal Paprika, Salz, Pfeffer und Curry, auch wenn da was anderes draufsteht, da ist Curry drin. Ja, es brutzelt so vor sich hin. Jetzt haben wir alle Zutaten fast rein, außer die Shrimps, die sind noch nicht drin, und ein Schuss Bordeaux wird jetzt da auch gut tun, aber wir müssen noch fahren. Ja, wir machen das Ganze heute im Freien, weil es ist windstill. Normal, wenn es jetzt Wind gehen wird, würde ich natürlich da noch den Windschutz drum machen, um den Kocher, da so ein Blechdings, aber das brauche ich jetzt nicht, weil heute ist wirklich total windstill. Ja, und wir sind hier noch mit einem kleinen Truck unterwegs. Wir haben da
Kurierfahrt, ein paar Sachen, die wir ausliefern müssen. Aber man kann auch mit dem kleinen Truck mal kurz schnell wo anhalten oder ein bisschen was köcheln. Die Zeit muss sein, weil ich habe es schon mal erwähnt, ohne Mampf kein Kampf. So, die Schrimps haben wir jetzt auch drin. Das dauert jetzt natürlich noch. Ich hoffe, dass das Gas noch langt soweit, aber ich habe noch eine Ersatzkartoffel dabei. Und jetzt fehlt dann am Schluss nur noch ein Ei oben drauf. Und immer fleißig rühren, damit es nicht anbrennt. Und natürlich isst man das nicht ganz trocken, sondern man isst da eine Semmel dazu. Jetzt haben wir noch die Eier mit rein. Jetzt muss das noch ein bisschen köcheln, bis das Ei alles weiß ist. Außer der Dotter, den mag ich nicht hart. Der darf gerne noch ein bisschen flüssig bleiben. Ja, ich habe jetzt die Eier noch mal kurz auf die andere Seite gedreht, weil es dauert mir sonst so lang, bis die durch sind. Also die Dotter mache ich natürlich nicht durch, aber nur halt das Eiweiß war noch glasig. Ja, und ansonsten sieht es gut aus und es riecht auch gut. Und ich habe das schon öfter so gemacht. Mir schmeckt es gut, probiert es halt mal aus. Ganz besonders gut ist, wenn man einen Schuss Bordeaux mit dazu macht. Und da wünsche ich guten Appetit und viel Spaß beim Nachkochen. Noch ein Tipp am Rande, wenn ihr so einen Gaskocher habt, den dürft ihr nicht im Fahrerhaus aufbewahren. Und auch die Staukästen am Fahrerhaus sind nicht geeignet, weil die haben ja eine Verbindung zum Fahrerhaus. Wenn du die Liege hochklappst, kommst du da heran. Dann könnte Gas ausströmen. Ne? Und wenn ihr dann noch Raucher seid und eine Zigarette anzündet, dann erlebt ihr eine unangenehme Überraschung. Also tut die Dinger immer in die Außenstaukästen am Fahrzeug, wie zum Beispiel da, wo das Werkzeug drin ist, am Fahrzeugrahmen oder am Palettenkasten, wenn ihr habt. Ja, und ich habe ihn hier im Laderaum. Da kommt sie auch nicht ins Fahrerhaus, das ist ja abgetrennt. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und wenn es euch gefallen hat, dieser Koch-Content, dann lasst es mal in den Kommentaren wissen. Dann können wir vielleicht öfter mal was machen und das Hintergrundgeräusch, das ihr die ganze Zeit gehört habt, das ist hier die A4, dort geht es Richtung Görlitz und dann fahren wir weiter Richtung Skorselec, aber da fahren wir jetzt nicht mehr über die Autobahn dann, weil da habe ich gehört, da ist Stau an der Grenze, da fahre ich dann raus. Und dann wünsche ich euch viel Spaß und tut den Kanal abonnieren und Like da lassen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.